Hallo Bosco. Wuff, wuff, wuff. Oh, was hast du dabei? Wuff. Die binomischen Formeln. Ja, ganz toll, gell? Naja, mein Lehrer hat damit gestern angefangen. Schön. So nach dem ganzen Klammerrechnen ist das halt als nächstes dran. Stimmt. Ja. Aber ich bin noch nicht so begeistert von. Ach, das können wir doch heute mal üben. Ja, üben wir. Ich blende mal alle Aufgaben ein, die ich heute mit dir machen möchte. Ja. Dann können unsere Zuschauer schon mal sehen, was auf sie zukommt. Oder auch schon Stopp machen und selbst rechnen, wenn ihr es schon könnt. Und wir zeigen euch 2 ganz tolle Eselsbrücken, damit ihr euch die binomischen Formeln gut merken könnt. Verrate nicht zu viel. Okay, dann starten wir einfach. Ja. Die erste Aufgabe, würde ich sagen, rechnest du einfach nochmal normal aus, ohne binomische Formel, so als sanften Einstieg. Okay, dann schreibe ich die Klammer zweimal hin Gut? und multipliziere jetzt alles von vorne mit allem von hinten. Ja. Also die 5x mal 5x sind 25x hoch 2. Die 5x mal 2y sind plus 10xy. Dann rechne ich die 2y mal 5x sind plus 10xy und die 2y mal 2y sind plus 4y hoch 2. Sehr schön, Bosco. So, dann kann ich die Familie xy zusammenfassen. 10xy und 10xy sind 20xy. Sehr schön. Brr, Aufgabe fertig. fertig. Gut. So, und das geht aber schneller, oder? Ja, also du siehst, es geht ohne binomische Formel. Da hast du jetzt 4 Zeilen gebraucht. Mit der binomischen Formel bräuchtest du nur 2, die erste und die letzte. Ja. Wir schauen uns jetzt an, wie du direkt von den 5x zu den 25x² kommen könntest. Ja, ich könnte 5x mal 5x rechnen. Ja, also einfach das, was in der Klammer links stand, mit sich selbst multiplizieren. Genau. Das nennt sich übrigens quadrieren. Quadrieren. Ja, und das schreibst du einfach da links hin. Und das, was rechts stand, also die 2y, Ja, wird auch quadriert. ja, 2y mal 2y sind 4y hoch 2. und das schreibst du dann ganz rechts hin. Ja, und in der Mitte das? Ja, da müssen wir uns jetzt noch unterhalten. Wie könnte man denn auf die 20xy kommen, direkt von der ersten Zeile? Ja, ich hatte ja 5x mal 2y gerechnet. Das sind ja 10xy. Und das Ganze mal 2. Das hast du zweimal gemacht, genau, deswegen kann man es einfach verdoppeln. Ah ja. Also das heißt, in der Mitte steht zweimal das, was links stand, mal das, was rechts stand. Zweimal links, mal rechts. Ja, und dann haben wir hier die erste binomische Formel. Ja, Klammer auf, a plus b, Klammer zu, hoch 2 Ja. ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. ja, ich wusste, dass du sie kannst. Wieso überhaupt diese Formel? Also du hast ja gesehen, dass du sie eigentlich nicht brauchst, um die Aufgabe zu lösen. Sie hilft dir nur, weniger Schreibarbeit zu haben Ja, ist schneller. und schneller zu sein. Spannend wird es aber, wenn man sie andersrum liest. Andersrum. Ja, das heißt, wenn man die binomische Formel rückwärts rechnet. Oh je. Es könnten ja so Aufgaben da sein, dass du die andere Seite schon dastehen hast. Zum Beispiel die 25x hoch 2 plus 20xy plus 4y². Und du sollst dann die Seite mit der Klammer hinschreiben. Das geht auch. Ja, dazu machen wir ein eigenes Video. Oh, danke. Aber wenn man es dann rückwärts rechnen soll, dann braucht man die Formel wirklich. Da geht es Okay. nicht ohne. Gut, dann machen wir die nächste Aufgabe. Ja, Mit Formel. probier es mal direkt mit der Formel. Gleich mit Formel. Ja, Also die 8 mal 8 sind 64. genau. Das, was links steht, wird mit sich selbst multipliziert. Rechts steht 3z mal 3z sind 9z hoch 2. Ja, Und in der Mitte habe ich dann 2 mal 8 sind 16 mal 3z sind 48z. ja. Mensch, Bosco, wieso kannst du das so gut? Tja, ich habe eine Eselsbrücke. Du hast eine Eselsbrücke für die binomischen Formeln? Ja, mein Opa hat mir eine Geschichte erzählt. Oh, ich will sie auch wissen. Also pass auf, da ist ein Baum. Ja, Die Baumkrone sind die Klammern. Und oben sitzt eine arme Taube. Das ist die hoch 2. Und im Baum hängt, ganz klassisch, ein Apfel und eine Birne. Also ein A und B. wow. Und halt das Pluszeichen dabei. Okay, können ja Äste sein. Richtig. So. Jetzt ist der Opa von der Taube gestorben. Oh, Und die sitzt genau über dem Grab. Das heißt, direkt unter der Taube ist das Plus für ein Grabkreuz. oh ja, das Siehst du sieht das? echt wie ein Plus aus, ja?
So, dann passiert Folgendes. Die Taube hat Hunger und knabbert die Äpfel und Birnen an. Die fallen dann herunter. Der Apfel fällt links herunter, kullert herunter, überschlägt sich. Und quadriert sich beim Und Runterfallen. quadriert sich quasi. Ja, und das Also- macht voll Sinn, weil wenn er sich überschlägt, dann multipliziert er sich ja mit sich selbst. Genau, das heißt, er landet als a hoch 2. Wow. Und die Birne auf der anderen Seite, die landet als b hoch 2. Clever. So, jetzt schnappt die Taube sich das Pluszeichen in der Mitte Und fliegt damit runter. und fliegt runter und setzt es neben den Apfel Wow. und setzt sich dahinter. Achtung, jetzt kackert sie die Apfel- und die Birnenkerne heraus Ah, und da wächst dann ein neues a und ein neues b heraus. okay. Und schon haben wir die binomische Formel. Sagenhaft, Bosco. Wow, das kann man sich ja richtig gut merken. Ja, klar. Und die funktioniert ja sogar auch für die zweite binomische Formel. Ja, dann nimmt die Taube das Minuszeichen mit runter. Ja. Dann lass uns doch mal eine Aufgabe direkt mit der Eselsbrücke rechnen. Pass auf. Hier haben wir das b, das kullert links herunter, quadriert sich und landet als b hoch 2. Gut. Auf der anderen Seite kullert die 10 herunter, quadriert sich, 10 mal 10 sind 100, landet als 100. Dann kommt die Taube mit dem Pluszeichen herunter. Kackert. Daraus erwächst ein b und eine 10. Ja? So, und dann haben wir 2 mal b mal 10. Das sind dann 20b. Super. Oh, das klappt voll gut. Das macht ja richtig Spaß. Ja, und das geht auch mit der zweiten binomischen Formel. Oh, lass uns das auch gleich So, ausprobieren. jetzt pass auf, hier. Hier kullert die 6 herunter und wird zu 36. Auf der anderen Seite die 2y, die wird zu 4y hoch 2. Dann kommt die Taube mit dem Minuszeichen herunter, kackert. Und dann haben wir die 6 und die 2y noch da unten stehen. Und dann haben wir 2 mal 6 sind 12 und mal 2y sind 24y. Boah, das geht richtig Voll gut. gut. Bosco, ich bin total begeistert von deiner Ich Methode. auch. Machen wir noch eine Aufgabe mit der zweiten Formel. Ja. Also, die 9x kullert links herunter. 9x mal 9x sind 81x hoch 2. Die 4 kullert rechts herunter und 4 mal 4 sind 16. Das Kreuz auf dem Grab steht und die Taube kommt mit dem Minuszeichen herunter und haben dann minus 2 mal 9x mal 4. Sind 2 mal 9x sind 18x und mal 4 sind dann 72x. Ja. Sehr gut, Bosco. Voll gut. Ja, deine Methode ist echt die beste. Danke. Da kriegt man auch nicht diese Verwirrung mit den Vorzeichen, die oft mit der zweiten binomischen Formel einhergeht. Ja, mit dem Plus und Minus. Genau, weil bei deiner Methode ist ganz klar, dass die Vorzeichen aus der Formel abgeschrieben werden. Bringt Und die Taube mit. die bringt die Taube mit und der Grabstein ist auch schon da. Richtig. Das heißt, man muss sich gar nicht mit den Vorzeichen rumschlagen. Und das ist ja eigentlich was Neues. Ich erzähle noch mal, wie man es eigentlich auch rechnen könnte, wie wir es bislang gewohnt waren zu rechnen, Ja. weil da eben so oft die Verwirrung kommt, wenn man die zweite binomische Formel benutzen soll. Man könnte nämlich auch die Formel ignorieren und mit der minus 4 rechnen statt mit der 4. Der Anfang würde genau gleich aussehen, das heißt 9x mal 9x wären die 81x Quadrat. Ja. Und dann könnte man sein Vorzeichen selber ausrechnen. Also man könnte auch rechnen, 9x mal minus 4x mal 2 sind dann plus mal minus 72x. Ja, dann würde man das Minus nicht aus der Formel abschreiben, sondern man hätte es selbst ausgerechnet. Und hinten dann, die minus 4 mal minus 4 sind plus 16. Genau, weil Minus mal Minus gibt ja Plus. Ah. Und das waren wir ja gewohnt zu tun. Das heißt, normalerweise würde man ja immer seine Vorzeichen selber ausrechnen. Und das muss man eben unterscheiden. Also entweder man benutzt die minus 4 zum Rechnen und rechnet die Vorzeichen selber aus. Oder man benutzt nur die 4 zum Rechnen und schreibt die Vorzeichen aus der Formel ab. Also die binomische Formel geht schneller und liefert schon die Vorzeichen. Ja. Gut. Okay, Bosco, ich glaube, du bist bereit für die nächste Erklärung. Ja. Wie wäre es denn mit so einer Aufgabe? Ja, die kenne ich auch. Das ist die dritte binomische Formel. Sehr gut, Bosco. Zum Glück auch die letzte. Wie hast du die erkannt? Ja, das gleiche steht in 2 Klammern. Der einzige Unterschied, in einer Klammer steht ein Plus und in der anderen Klammer steht ein Minus. Genau.
Und die Reihenfolge ist egal. Also das Minus könnte vorne oder hinten stehen. Genau. Und dann ist es die dritte binomische Formel. Ja, Genau. Ist gleich a hoch 2 minus b hoch 2. sehr gut. Ja. Na, dann rechne die doch mal. Jetzt mit dieser Aufgabe hier. Okay, die würde ich aber lieber nochmal rechnen ohne Formel. Dann mach das so. Ich habe da nämlich noch keine Eselsbrücke. Ach, deswegen. Ja, also pass auf. Die 4x mal 4x sind 16x hoch 2. Und 4x mal minus 3 sind minus 12x. Dann haben wir hier die 3 mal 4x sind plus 12x und 3 mal minus 3 sind minus 9. Ja. Na, die Familie x fällt weg, weil minus 12x und plus 12x heben sich auf. Gut. Also haben wir hier das Ergebnis. 16x hoch 2 minus 9. Ja. Das hast du auch ohne Formel recht schnell hingekriegt. Ja, aber es dauert trotzdem länger. Ja. Und wieso wolltest du es jetzt nicht mit der Formel rechnen? Ja, weil ich keine Eselsbrücke habe. Ach so, ja, dann lass uns doch einfach mal eine dafür überlegen. Na, dann überleg mal. Ich habe schon eine Idee. Ha. Wir brauchen ja 2 Klammern. Das heißt, wir nehmen uns so einen Baum, der so 2 Ausbuchtungen hat. Okay. So einen ganz billigen. Und da brauchen wir dann ja auch keinen Vogel auf dem Baum, weil es kein Quadrat gibt. Auf so einem billigen Baum würde wahrscheinlich eh kein Vogel landen wollen. Eben. Ja, du kannst das nachvollziehen als Ja. Geier. Und unten brauchen wir ja immer ein Minus, da tue ich mal so einen länglichen Stein hin. Ja. Und jetzt kommt ein Gnom, ein Bignom. Ein Bignom, ja. Und der ist klein, deswegen muss der sich auf den Stein draufstellen, Scherzkeks. um dann am Baum zu rütteln und Ja. zu schütteln. Der hat Ja. nämlich Hunger und will, dass die Früchte runterkullern und dann Ja. kullern wieder die Äpfel links links. runter, multiplizieren sich Quadrieren mit sich selber, quadrieren sich und kommen als a² unten an. Und die Birnen kullern rechts runter, quadrieren sich beim Fallen und kommen als b² an. Ja, und der Stein ist das Minuszeichen. Ja, Ja, okay, da kann man was draus machen. Lass mal probieren. So, hier die nächste Aufgabe. So, jetzt kommt der Bignom. Und die 6 A's fallen links herunter. Beide. Das heißt, wir haben 6a mal 6a sind 36a hoch 2. ja. Und auf der anderen Seite fallen die 5er runter. 5 mal 5 sind 25. Und der Stein in der Mitte ist das Minus. Super, das geht ja richtig schnell. Das geht echt gut. Ja. Komm, lass uns noch eine machen. So, hier die Aufgabe. Die x kullern links herunter. X mal x ist x hoch 2. Und die 7a kullern beide rechts herunter und werden zu 49a hoch 2. Ja. Und der Stein ist in der Mitte. Und der Bignom verschwindet und fertig. Und wir verschwinden auch. Und wir verschwinden jetzt aber auch mal schnell. Haha. Habt ihr vielleicht noch Eselsbrücken parat? Schreibt sie in die Kommentare. Oh ja, die würden mich echt interessieren. Gut. Oder lernt ihr das wirklich auswendig? Na, ist schon ein trockenes Thema, oder? Ja, aber doch nicht mit unseren Geschichten. Ja, ich hoffe, das wird jetzt einfacher für Ihr euch. könnt ja mal schreiben, ob ihr euch mit Hilfe dieser Eselsbrücken die Formel jetzt besser merken könnt. Ja, und besser rechnen könnt. Ja. Mir hat's geholfen. Super. Tschüss. Ciao.